Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Jatti. Ich habe was ganz Besonderes. Ich habe frische Stecklinge von der Johannisbeere bekommen. Das ist eine rote. Die habe ich hier schon mal ein bisschen in Wasser gesteckt, damit sie nicht eingehen. Ich möchte euch heute zeigen, was man damit macht, damit die schön groß wurzeln und euch reichen Ertrag bringen. Als erstes habe ich jetzt gerade die Blätter hier unten weggemacht. Erstens mal sind die trocken, ihr seht das. Die kommen weg, die stören auch. So, ich lasse hier oben die Blätter mit Absicht dran, weil da sind ganz viele kleine neue dran und das will ich jetzt nicht stören. Wir haben einen Trieb von diesem Jahr, das ist der hier. Der ist aber schon leicht verholzt. Ja, hier das Stück ist vom letzten Jahr. Wir trennen den jetzt hier an der Stelle, machen daraus ein Steckholz und daraus einen Steckling. So, da geht ihr dann hin und schneidet erstmal gerade ab. Gerade schneiden, damit ihr erkennt, was oben, was unten ist. Ja, die Oberseite sollte immer gerade sein und die untere Seite ist dann dafür. Na, ich glaube, da brauche ich doch die Schere. Kleinen Moment. So, da haben wir die Schere. Das ist eine stinknormale Rosenschere mit Getriebe, glaube ich, nennt man das, die sich selber enger enger stellt. Wenn man die einmal ganz aufmacht, ist die ganz auf. Und wenn man die halt drückt, dann hakt die sich irgendwo ein. So, das ist jetzt ein Schnitt. Ein ganz gerader möglichst. So, damit haben wir den Steckling. Das Steckholz. Das Steckholz müssen wir. Danke, Frau Katze. Das Steckholz behandeln wir genauso wie den Steckling auch. Wir gehen an einer Seite hin, nehmen ein sehr scharfes Messer, schneiden das schräg ab. So. Dass ihr so eine lange offene Fläche habt. Und auf der anderen Seite kratzen wir nur ein bisschen die Rinde ab. Also quasi wir verletzen die Rinde nur ganz leicht. So, das reicht. Weiß nicht, sieht man das? Also ganz leicht die Rinde verletzen, auf der anderen Seite schräg wegschneiden. Das runterfranst weg. So, das ist jetzt hier ein Stück, wo man sieht, da sind Ansätze, wo eigentlich neue Triebe kommen wollen. Da kommen stattdessen jetzt aber Wurzeln. So rum stecken wir das jetzt einfach zurück ins Wasser. Oder, wenn wir mutig sind, direkt in die Erde. Ich stecke sie direkt in die Erde, zeige euch nachher, wie ich das mache. So. Bei dem Steckling das gleiche. Wir müssen eine Seite schräg wegschneiden. Ja, also das Messer war scharf. So. Schräg wegschneiden. So. Und auf der anderen Seite ein bisschen die Rinde verletzen. So. So. Reicht. So ein bisschen, dass das Grüne rauskommt. Und die andere Seite schräg angeschnitten. So. Das mache ich mit den anderen hier auch mal. Ich habe hier noch mehr. So, hier, ne? Die mache ich mal eben fertig und dann sehen wir uns wieder. So, die Stecklinge sind vorbereitet. Das Steckholz ebenso. Beim Steckholz überlege ich mir gerade, ich möchte den ja recht weit reinstecken. Wo ist er denn jetzt? Hier. Das Steckholz möchte ich recht weit reinstecken, damit es möglichst viel Wurzelfläche hat. Von daher mache ich hier die Verletzung ein bisschen länger. Nicht bis ganz oben, so die Hälfte. Ja, so 5-6 cm. So, ist die Oberfläche jetzt verletzt. Also, das Steckholz stecke ich in einen Topf mit Erde. Da gibt es tolle Töpfe, die sind was tiefer, als sie oben im Umfang sind. Ihr solltet auch gucken,
dass ihr möglichst, naja, Töpfe habt, die möglichst hoch sind. Ja, es ist nun mal quasi ein Baum. Es ist ein Busch, so. Aber auf jeden Fall braucht der viel Erde auch nach unten hin. So, ihr seht jetzt hier den angeritzten Teil, da ist angeschnitten. Das ist die Erde, das ist ganz normale Gartenerde. Da stecke ich den Steckling jetzt rein, den Steckholz, Entschuldigung. So, dass es noch einen Zentimeter rausguckt, das reicht. Drückt das rundherum ein bisschen fest noch. So. Dann bekommt das Wasser. Wir haben das vorbereitet, schon temperiert. Also gut angießen. So. Nicht alles auf einmal, das sinkt nachher mit der Zeit ab. Mehrmals, ein bisschen immer gießen, ist besser als alles auf einmal. Ja. So, jetzt muss ich mir eben einen Eimer holen, damit mir das nicht hier alles auf den Balkon läuft. Ich sitze ja hier noch. So, wie gesagt, den mehrmals angießen, bis ihr merkt, es kommt unten raus. Und dann Ruhe lassen erstmal. Jeden Tag ein bisschen prüfen, was die Erde sagt. Wenn es einen Zentimeter unter der Oberfläche trocken ist, bisschen nachgießen. Nicht zu viel. Der Steckling, das Steckholz soll Wurzeln bilden, viele Wurzeln bilden und nach dem Wasser suchen müssen. Ja? So. Bei den Stecklingen hier ist das Ganze ein bisschen was anderes. Da habe ich hier Wasser mit ganz klein wenig, sag schon, ganz klein wenig Honig drin. Da kommen die Stecklinge rein, ganz normal, wie in eine Blumenvase. Achtet darauf, dass sie nicht zu tief drin stehen. Deswegen ist das so ein kleiner Becher hier und der ist nur ungefähr halb voll. So. Da kommen die einfach rein. So. Und die bitte auch nicht in die pralle Sonne stellen, eher so wie hier, so Halbschatten, damit die nicht gleich verbrennen. Dadurch, dass sie keine Wurzeln haben, haben die natürlich was schwerer, das Wasser aufzunehmen. Ja. So, ja, das dauert 3-4 Wochen ungefähr, dann könnt ihr die Wurzeln gut sehen. Ihr könnt dann ebenfalls in so einen hohen Topf umpflanzen. Es kommt darauf an, wie dichte die haben möchtet. Ihr könntet 2 reinmachen in so einem Topf, dann so leicht versetzt in die Ecken oder eben einen in die Mitte, das geht auch. Wenn ihr die nachher dann entsprechend platzmäßig setzen könnt, geht das alles. Achtet darauf, dass ihr am Anfang keine gedüngte Erde nehmt. Sonst verbrennen euch die Wurzeln direkt bei der Entstehung. Also Anzuchterde funktioniert, stinknormale Gartenerde funktioniert, Waldboden funktioniert, alles kein Thema. Krokus könnte funktionieren, habe ich persönlich bei Stecklingen und Steckhölzern noch nicht ausprobiert. Ja, ihr könnt mir da gerne berichten, was ihr da schon alles gemacht habt. Ich freue mich da gerne über eure Kommentare. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen hoch. Klar, dann weiß ich, dass ich gute Arbeit mache. Mhm. So, ja, das war's zu den Johannisbeeren. Wir kommen jetzt zu den Himbeeren. Die möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. So, die Himbeere, da hatte ich euch ja letztens gezeigt. Ich habe hier die Leiter aufgestellt als Rankhilfe. Mittlerweile ist sie auch oben angekommen. Hat hier oben noch einen Draht bekommen, wo sie hinterwächst. So, hier. Und da kommen auch neue Blütenansätze nochmal. Ja, da auch. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Die sind auch sehr klein. Gedacht ist das, dass die Himbeere mit der Zeit ruhig bis da oben wachsen kann. Ich kann da oben am Holz ja den Draht befestigen. Ne? Und
Vielleicht trägt sie mal. Eigentlich ist das eine zweimal tragende. Sieht noch ganz gut aus, aber bei den Wetterbedingungen bin ich mir da echt nicht sicher. Ich meine, wenn man das mal so sieht. Ja, es wackelt jetzt ein bisschen. Basilikum. Er hat heute Morgen Wasser gekriegt. Der ist sehr schlapp. Die Physalis, selbst die macht ein bisschen schlapp. Und die meisten anderen schaffen es gerade, aber auch die Tomate. Ja, die hängt auch, also da hängt alles runter, ganz schlapp. Dafür kriegt die erste Tomate selber da mal langsam ein bisschen Farbe. Das ist okay. Hier der Basilikum sieht gut aus. Genauso viel Wasser gekriegt. Die Erdbeere sieht gut aus. Die Erdbeere hingegen macht schlapp. So. Die Tomate sieht teilweise gut aus. Da macht sie auch ein bisschen schlapp. So. Die ich rübergeleitet habe, auch, die macht an den oberen Ausläufern schlapp. Also es ist sehr, sehr anstrengend. So. Wer sich hier super macht und richtig Spaß macht, hier ist hier der Oregano. Der geht jetzt langsam auch in die Blüte über. Und die Minze, die treibt und treibt und treibt. Da habe ich schon so viel rausgeschnitten. Das ist Wahnsinn. Auch sehr munter ist jetzt die Gurke. So eine Snackgurke, ne? Sind allerdings alles weibliche Blüten. Keine einzige männliche. Ich hoffe, dass da eine kommt, damit ich befruchten kann, notfalls von Hand. So, die Snackpaprika. Super. Wachsen jetzt richtig in die Höhe. Richtig groß. Richtig schön. So. Die Bonchi, also Bonsai Chili, trägt weiterhin massig Blüten. Hat auch mittlerweile so einiges an Früchtchen dran. Die andere, die Cherry, Tomaten, Chili, immer noch nur die eine Frucht. Woran das liegt, weiß ich nicht. Da sind zwar Blüten dran, aber die will nicht wirklich. Da unsere große Chili, die kriegt auch neue Blüten. Die setzt jetzt zum zweiten Mal an. Und da hängt auch immer noch eine große Chili dran. Da hinten. Die ist aber noch grün. Die braucht noch eine Weile. Ja. Ja, die neuen Salatpflanzen. Hier unten ist es ein bisschen zu warm. Da sind die meisten kaputt gegangen. Manche aber kommen ganz gut. Die Chili fürs nächste Jahr kommt auch ganz gut. Die muss ich bald umtopfen, also pikieren. Ja. Also alles in allem kommt jetzt alles. Viel Sonne, immer noch viel Regen, besonders nachts oder abends, wenn kühler wird. Teilweise sturzbachartiger Regen, aber für die Pflanzen ist es immer noch zu wenig. Ja, ja, schauen wir mal, wie sich das die nächsten Tage gibt hier. Auch mit den Tomaten sind ja so einige dran, aber alles so wirklich so Minis. Schauen wir mal. Ja. Und wir sehen uns dann spätestens dann wieder, wenn die Johannisbeere soweit ist, dass wir sie in Töpfchen setzen können. Oder eben, da unten stehen sie, oder eben, wenn hier unser Steckholz neu auszutreiben beginnt. Das ist ein gutes Zeichen, daran sieht man auch, denn dem Holz geht's gut. Es hat alles, was es braucht. Ja. So, ja, das war's für heute. Ich danke euch und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in meinem kleinen Gartenparadies.